Als er langsam durch den Garten schlenderte, hörte der Mann plötzlich panische Geräusche vom Eisenzaun und als er näher kam, sah er ein Reh in Schwierigkeiten. Eines seiner Beine steckte zwischen den Eisendrähten fest und so sehr es auch zog, es konnte sich nicht befreien. Der Hirsch versuchte erneut, sich zu wehren, doch je mehr er es versuchte, desto größer wurde die Wunde. Der Mann kniete langsam nieder und legte sanft seine Hand auf den Körper des Tieres, um es zu trösten. Nachdem er die Situation aufmerksam beobachtet hatte, wurde ihm klar, dass er das Bein des Hirsches nicht mit bloßen Händen herausziehen konnte, ohne es zu verletzen. Ohne zu zögern rannte er nach Hause, um eine scharfe Zange zu holen. Wenige Minuten später kam er zurück und zerriss sämtliche Drähte, die das Bein des Tiers festhielten. Der Hirsch zitterte, zappelte aber nicht mehr wie zuvor, vielleicht spürte er auch die guten Absichten dieses Mannes. Mit wenigen Handgriffen gelang es ihm, das Hirschbein aus der Eisenfalle zu befreien. Das Tier taumelte einige Sekunden, schoss dann plötzlich davon und verschwand im tiefen Wald. Als er am nächsten Morgen die Tür öffnete, war er überrascht, das Reh von gestern draußen stehen zu sehen. Der Weg zu seinem Haus, um sich bei ihm zu bedanken, hatte dem Hirsch viel Mühe bereitet, deshalb ging er sofort ins Haus, um eine Flasche Milch zu machen und sie wieder herauszuholen. Der Hirsch bückte sich sofort und trank herzhaft, als hätte er die ganze Nacht gefastet. An den folgenden Tagen kam er immer wieder zurück und sah jedes Mal hungrig aus. Er vermutete, dass die Verletzung es wahrscheinlich daran hinderte, normal zu fressen. Der Mann befürchtete, dass die Hirsche im Wald vielleicht nicht genug Nahrung finden könnten, also begann er, verschiedene Gerichte zuzubereiten, mal Gemüse, mal frisches Obst. Das Reh war sehr aufgeregt und blieb jedes Mal nach dem Fressen eine Weile stehen und sah liebevoll zu ihm auf. Es wurde immer enthusiastischer und rieb manchmal seinen Kopf an seiner Hand, um seine Zuneigung auszudrücken. Das Gefühl, sein weiches Fell zu berühren, war etwas Besonderes und so entwickelte sich allmählich eine seltsame, aber herzliche Freundschaft. Nach und nach heilte die Wunde am Bein des Hirsches, dieser war nicht länger auf sein Futter angewiesen, besuchte ihn aber aus Gewohnheit weiterhin täglich. Die Rehe kamen nicht nur zum Fressen, sondern hingen auch in seiner Nähe herum und spazierten manchmal sogar durch den Garten, als wäre dieser sein Zuhause. Jeden Morgen, wenn er die Tür öffnete, erschien in der Ecke des Hofes die Silhouette eines geduldig wartenden Hirsches. Und er wusste, dass er von nun an vielleicht zusätzlich zu seinem normalen Leben einen weiteren Freund hatte. Es ist schön, dass ein einst verloren geglaubtes Reh nun einen Ort gefunden hat, an den es zurückkehren kann. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.